Jo, was geht, Freunde? Ihr seht, wir sind hier in dunklen Verhältnissen gerade am Stehen und heute, in diesem heutigen Video geht es sich um mein Auto wieder. Und zwar, wir werden das Dach folieren, okay, mit Sprühfolie. Überlegt euch zweimal, ob ihr das eurem Auto antun wollt. So wie es eigentlich jeder machen könnte. Ich habe es schon mal gemacht. Ist auch schon mal schief gelaufen. Ich zeige euch das einmal. Das Ding ist, das war schon einmal komplett so eingesprayt so. Und das Problem ist, beim letzten Mal hatte ich keine Garage und Digga, ich habe komplett scheiße gesprüht. Deswegen, ich sag schon mal für alle, die das zum ersten Mal machen, guckt, dass ihr, wenn ihr sprayt, dass ihr das immer im gleichen Abstand macht. So, dass man das am Ende nicht sieht, weil man sieht das, wenn du näher oder weiter davon entfernt warst, weißt du. Guck, dass du wirklich gleichmäßig über jede Stelle gehst, im gleichen Abstand und dann kann auch wenig schief laufen und ja, ich muss jetzt erstmal alles trocken machen, dann alles außen drumherum abkleben, so dass ich dann sprayen kann. Dann würde ich einfach mal direkt sagen, let's go, Alter, und ich mache hier schon mal den Teil der Arbeit. So, Freunde, wir haben jetzt soweit schon mal alles abgeklebt, trocken gemacht das Dach und jetzt geht es ans Sprühen ran. Noch eine kleine Sache. Ich weiß eigentlich sollte man hier den ganzen Schmodder, den ich schon vorher drauf hatte, eigentlich wegschleifen und keine Ahnung. Ich wollte es jetzt nicht machen, weil ich auch nicht den Silberlack hier machen wollte. Mit, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde so oder so eines Tages das ganze Dach abschleifen und richtige Farbe drauf machen. Das ist ja jetzt alles nur Sprühfolie. So, weißt du, was ich meine? Das ist, ja, nee, sag mal Gummi einfach nur oben da drauf. Und wie gesagt, das ist jetzt so Low-Budget-Basis. Man hat nicht viel Geld, aber man will trotzdem sein Auto ein bisschen tunen mit 10 Euro Sprühdose. Und ja, so. Weißt du, was ich meine? Jetzt erstmal hier. Bin jetzt soweit fertig. Auto wird jetzt mies getuned, ja? Holy shit, Digga. Meine Dose ist jetzt leer. Ich habe zwar geschafft, das ganze Dach irgendwie schwarz zu kriegen, aber ich muss definitiv noch eine Dose dazu bestellen und dann nochmal drüber gehen, damit es auch clean aussieht. Und ja, was soll ich sagen, wa? Macht auf jeden Fall wieder einen anderen Eindruck, ja, mit einem schwarzen Dach, anstatt dieses silberne. Ja. Also ich meine, dieses schwarze Dach macht schon aus, aber wie gesagt, ich muss noch eine neue Dose bestellen, weil das noch nicht gereicht hat, damit es wirklich clean am Ende aussieht. Und ich bin trotzdem vorerst zufrieden mit dem Zwischenergebnis, aber wie gesagt, da werde ich nochmal drüber gehen und ja, Freunde, sagen wir mal so, das ist das erste Teil des Videos bezüglich des Dachfolierens und wie gesagt, wenn die zweite Dose kommt, gehe ich dann nochmal drüber. Und dann mache ich auch nochmal einen schönen Carporn, so wie das Auto ohne den ganzen Kram jetzt aussieht, weißt du, weil
Ich lasse es jetzt erstmal drauf, lasse es erstmal in aller Ruhe trocknen, so. Und ja, wie gesagt, dann, wenn die zweite Dose kommt, gehe ich dann nochmal drüber und dann schauen wir uns das Ergebnis nochmal richtig an. Und bis dahin, ich hoffe trotzdem, dieses Video war bis hierhin unterhaltsam und ja, morgen geht es dann wieder weiter mit einer Sport-Challenge. Und so viel zu heute, ja. Damn. Also, was kann ich euch empfehlen, wenn ihr das mal selber machen wollt? Überlegt euch zweimal, ob ihr das eurem Auto antun wollt. Und guckt, dass ihr auch die richtigen Verhältnisse habt, um das machen zu können, weil ohne Garage ganz schwierig. Wenn du Wind hast, Digga, dann kannst du sprayen, wie du willst. Weil hier ist wenigstens windgeschützt, so, hier kann kein Staub mehr drauf fallen, weißt du, wenn du es trocknen lässt. Und ja, guck, dass du die richtigen Verhältnisse hast, um das machen zu können, wenn du es dann wirklich machen willst. Und ja, Digga, ansonsten sollte dich nichts aufhalten, weißt du, was ich meine? Was wird mich das jetzt am Ende gekostet haben? 10 Euro eine Spraydose, ich werde 2 brauchen, sprich 20 Euro. Ein bisschen hier was von diesen Zeugs hier, um das Ganze abzukleben, damit nichts auf den Lack kommt. Und ja, Digga, maximal 30 Euro und du hast ein Dach verliert, weißt du, was ich meine? Wenn du damit irgendwo in eine Werkstatt oder so gehst, ich will gar nicht wissen, wie viel die dafür haben wollen. Aber zu viel. Und unter 30 Euro wird dir das nirgendwo einer machen, ne? Und ja, wie gesagt, im Teil 2 werde ich natürlich das Dach fertig machen, aber als Bonus, damit das Video nicht so langweilig wird, weil ich heute ja schon den Großteil fürs Dach gemacht habe, werde ich auch noch die Scheiben folieren, okay? Im Teil 2 werdet ihr Scheiben folieren sehen und das fertige Dach. Und dann schauen wir uns das Auto mal im Gesamtpaket an und mal gucken, wie das Auto am Ende aussehen wird. Wa? Ich freue mich jetzt schon und bin sehr gespannt. Ansonsten, Freunde, an dieser Stelle war es das dann noch erstmal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir hören uns morgen. Wie gesagt, morgen Sport-Challenge. Ich sage euch noch nicht was, aber seid gespannt und Peace out, Alter. Wir sehen uns, wir hören uns.